Arda, welcome back. Thank you, muy feliz. Ja, Leute, da bin ich wieder. Heute bin ich wieder da, etwas ruhiger als gestern. Ich kann wieder meine Gedanken in Worte fassen und ich kann immer noch nicht glauben, was ich die letzten 2 Tage erlebt habe. Ich bin immer noch so glücklich und ich möchte mich bei jedem von euch bedanken für die unglaublich vielen netten Kommentare und Zusprüche, die ich bekommen habe. Wie viele von euch mir und meinen Spaniern die Daumen gedrückt haben. Ich bin sehr, sehr dankbar an jeden Einzelnen und es hat ja geholfen, Gott sei Dank. Ja, aber wie dem auch sei, der Ernst des Lebens geht weiter. Real Madrid bietet eine Menge Informationen, wie auch gerade Arda Güler. Auch bei ihm beginnt wieder der Ernst des Lebens. Denn Arda Güler ist zurück. Und was sind die Pläne von Real Madrid und José Mourinho mit dem jungen Türken? Darüber unterhalten wir uns natürlich in diesem Video. Das ist eine Frage, die in den letzten Wochen häufig gestellt wurde. Die interessiert euch. Und dann kommen wir auch zu einem anderen Thema. Eine Frage, die mir in den letzten 2 Tagen noch häufiger gestellt wurde, als was passiert eigentlich mit Arda Güler, ist die Frage, was passiert eigentlich mit Rodri? Der MVP der WM hat viele von euch überzeugt und ihr fragt mich, kommt jetzt oder nicht? Ich liefere euch die Antwort von Fabrizio Romano und Insidern aus Spanien. Also, all das und noch viel mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, und lasst mich dieses Video mit einer guten Nachricht für den Fußball starten, meiner Meinung nach. Denn vor einigen Wochen hatten wir noch darüber geredet, war es vielleicht das letzte Spiel in der Karriere von Luka Modric? Und mein Herz war ganz ehrlich gebrochen. Aber aus Italien kommt die Information, Modric und Milan finalisieren die Details. Er bleibt ein weiteres Jahr bei den Rossoneri. Die Information kommt von Di Marzio, direkt aus Italien. Der hat gute Quellen und ich würde mich riesig freuen, Luka, diese Qualität, die er hat, noch ein Jahr beim AC Mailand zu sehen. Ich bin ganz ehrlich, hier und da habe ich extra ein Spiel von Mailand geschaut, nur um zu gucken, wie Luka sich schlägt. Und es war auch eine Freude, ihn bei der WM zu sehen. Und mein madridista Herz schlägt immer höher, wenn Luka Modric die Fußballschuhe anzieht. Für euch die Information, so wie es aussieht, Luka Modric bleibt noch ein Jahr. Und jetzt kommen wir zur letzten Marios WM-Ecke. Ja, und ich möchte die letzte WM-Ecke natürlich damit verabschieden, den Sieger zu annoncieren. Und es ist mein Heimatland geworden. Die Spanier haben hochverdient diese WM gewonnen. Ihr seht die Ergebnisse. Es sind ein paar Parallelen zur WM 2010, als Spanien auch gewonnen hat. Auch da wurde beim ersten Spiel gestruggelt. Damals wurde sogar verloren. Danach wurde alles gewonnen. Ja, und was das Turnier für mich noch verrückter macht, ist diese Werte, die ich euch zeige. Das sind die Expected Gegentore der spanischen Nationalmannschaft. Und ich meine, der höchste Wert war gegen Portugal mit einer 0,67. Ansonsten 0,28, 0,08, 0,23, 0, ihr seht da die Werte. Und das beweist wieder einmal, eine Abwehr ist das Entscheidende. Eine Abwehr gewinnt Turniere. Ja, und ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, auf meine Nationalmannschaft im Finale gegen Argentinien. In den 90 Minuten Expected Gegenwert von 0,00. Ja, das war bis zur 115. Minute so, als die Argentinier dann verzweifelt angreifen mussten, haben sie sich am Ende auf 0,2 gemogelt oder was auch immer. Ja, aber absolut verdient. Und ich muss sagen, als Spanier, seit 2008, ich meine, wir haben 2026, wir reden also hier über 18 Jahre. Ja, und in den 9 Turnieren, die gespielt wurden, ich rede jetzt mal nur von den großen Fußballturnieren WM und EM, hat Spanien 3 Europameisterschaftstitel und 2 WMs gewonnen. Das heißt, von den 9 großen Turnieren hat Spanien 5 gewonnen. Und ich erwähne jetzt noch nebenbei, wir haben nebenbei noch die Nations League gewonnen. Einmal im Finale verloren, aber einmal gewonnen. Und wir haben die olympische Goldmedaille auch noch im Fußball geholt. Und die Frauen haben auch noch die Frauenfußball-WM gewonnen. So, der spanische Fußball, ich weiß gar nicht, woher ich dieses Glück in meinem Leben habe, im sportlichen Erfolg zumindest. Es ist der Wahnsinn, was wir als Spanier erleben. Und als Madrid-Fan habe ich nebenbei noch gesehen, wie meine Mannschaft 9-mal die Champions League gewonnen hat. In meiner Lebzeit. Also, wie gesagt, absolut unglaublich. Ja, ich bin sehr, sehr happy. Aber Schluss jetzt mit der WM. Ab jetzt keine WM-Ecke mehr. Die nächste hoffentlich in 4 Jahren. Und jetzt kommen wir zu Real Madrid.
Ja, gerade sage ich noch, jetzt lassen wir die WM hinter uns und trotzdem muss ich jetzt beim nächsten Thema noch einmal auf die WM zurückkommen. Und zwar die Frage, die mir mit Abstand am meisten gestellt wurde in den letzten Tagen war: Was sagst du zu Rodri? Wir brauchen den doch bei Real Madrid. Meine Meinung kennt ihr. Die einzige Angst, die mir der Kader in dieser Saison bereitet, ist, dass wir wieder diesen stockenden Motor hätten, dass wir den Ball nicht schnell genug von hinten nach vorne bekommen. Ja, das Problem, was uns seit 2 Jahren ein bisschen begleitet, seit Luka Modric und Toni Kroos nicht mehr bei Real Madrid sind. Ja, dieser Mittelfelddirigent, der dafür sorgt, dass Real Madrid funktioniert, dass Real Madrid der Fußball fließt, dass unsere Mittelfeldspieler auf Offensiven schnell an den Ball kommen, damit sie die letzten Pässe schicken können, damit unsere Stürmer in gute Spielsituationen kommen. Ja, und der beste Spieler der WM ist immer ein heißer Kandidat für Real Madrid. Und wenn das in diesem Fall ein Spieler ist, der selber auch sehr gerne nach Real Madrid möchte, passt das eigentlich wie die Faust aufs Auge. Ich rede natürlich über Rodri, wundert keinen von euch jetzt inzwischen mehr. Ja, und da, wie so oft, gibt es unterschiedliche Informationen. Kommen wir zunächst einmal auf die Information von Fabrizio Romano und die stammt von gestern. Hören wir uns die zusammen einmal an. Rodri wurde zum Spieler des Turniers bei der Weltmeisterschaft 2026 gewählt. Fantastische Weltmeisterschaft. Weltmeister, Europameister, Champions League-Sieger, Premier League-Sieger. Rodri war unglaublich. Auch der Ballon d'Or, also die Karriere von Rodri ist einfach unglaublich. Und auch diese Weltmeisterschaft war für ihn fantastisch. Aber Rodri hat im Moment, Leute, dieses neue Vertragsangebot von Manchester City auf dem Tisch. Jetzt liegt es an Rodri zu entscheiden, ob er das Angebot annehmen oder vielleicht noch eine Saison bei Man City bleiben und dann 2027 als ablosefreier Spieler wechseln möchte. Es ist Rodri, der entscheiden muss. Zu Rodri möchte ich noch einmal erwähnen, weil viele Real Madrid-Fans immer wieder fragen, besonders nach dem gestrigen Finale und nach der fantastischen Weltmeisterschaft, die er gespielt hat: Rodri träumt von Real Madrid. Rodri würde eines Tages sehr gerne zu Real Madrid wechseln. Also aus Spielersicht träumt Rodri wirklich von dieser Chance, nach Madrid zurückzukehren. Er hat als Jugendlicher für Atletico Madrid gespielt, also wäre es für ihn eine Rückkehr nach Spanien, eine Rückkehr nach Madrid und ein Wechsel zu Real Madrid. Aber im Moment ist die Geschichte zwischen Real Madrid und Rodri abgekühlt, und zwar wegen des Präsidenten. Präsident Florentino Perez ist nicht überzeugt davon, bei Rodri aktiv zu werden. Falls Florentino irgendwann seine Meinung ändert, diesen Sommer oder nächsten Sommer, werde ich es euch wissen lassen. Aber im Moment ist es die Entscheidung des Präsidenten, Florentino Perez, die Rodri und Real Madrid blockiert. Also er ist es, der die endgültige Entscheidung über Rodri treffen muss. Ich kann euch garantieren, dass Rodri von Real Madrid träumt. Aber im Moment liegt ein neues Vertragsangebot von Man City auf dem Tisch. Es ist ein sehr wichtiges Angebot, auch finanziell, für einen 30-jährigen Spieler. Aber dann ist Rodri auch ein Superstar, einer der mit Abstand besten Spieler der Welt. Und genau deshalb ist die Situation rund um den spanischen Mittelfeldspieler und besten Spieler des Turniers bei der Weltmeisterschaft 2026 absolut eine, die man im Auge behalten muss. Ja, ihr habt es selber gehört, die Karten liegen auf dem Tisch von Real Madrid. Ein Rodri könnte jederzeit bei Manchester City unterschreiben, der neue Vertrag steht schon bereit, aber er möchte eigentlich zurück nach Spanien und sein großer Traum ist Real Madrid. Das, was diesem Transfer im Wege steht, ist ein Florentino Perez. Er ist nicht überzeugt. Die Frage natürlich, ist er nicht überzeugt vom Menschen Rodri? Ist er nicht überzeugt vom Fußballer Rodri? Oder ist das so eine Ego-Sache, weil Rodri mit Riquelme einen Vertrag unterschrieben hatte? Aber so wie es aussieht, ein José Mourinho hätte ihn wohl gerne. Er verlangt ja seit Wochen einen Mittelfeldmotor. Einige Leute aus dem Vorstand von Madrid hätten ihn gerne, Rodri möchte es gerne, aber Florentino Perez sagt nein, danke. Ob sich das ändert oder nicht, liegt am Präsidenten von Real Madrid. Und hierzu eine Information von heute Morgen, und zwar von Matteo Moretto. Er schreibt: In Real Madrid wird intern die Situation von Rodri überdacht. Nach einer großartigen Weltmeisterschaft drängt ein Teil der Führungsriege darauf, einen Deal mit dem spanischen Mittelfeldspieler zu vereinbaren, der sich völlig offen für eine Rückkehr nach Spanien zeigt, was immer seine Priorität war. Es bleibt abzuwarten, welche Haltung Florentino Perez einnimmt, der noch
noch vor einigen Wochen diese Transfermöglichkeiten abgelehnt hat. Man wägt die Optionen ab. Manchester City hat Rodri ein mega finanzielles Angebot unterbreitet, um ihn zu verlängern, aber der Spieler hat noch nicht reagiert. Ja, das ist auch eins der Themen. Ein Rodri hätte schon lange, wenn er bei Manchester City bleiben wollen würde, den Vertrag unterschreiben können, aber es scheint so, dass ein Rodri nach seinen tollen Leistungen bei der WM so ein bisschen abwartet, ob ein Florentino Perez es sich noch anders überlegt. Aber Leute, das ist der Stand der Dinge. Der Ball ist in der Ecke von Real Madrid. Ein Florentino Perez müsste einmal den Telefonhörer abheben und dann hätten wir den besten Spieler der WM bei Real Madrid. Und ich glaube, fußballerisch würde der Real Madrid auf eine andere Ebene heben. Das ist ein Spieler, so wie ein Toni Kroos, das hat man auch bei der deutschen Nationalmannschaft gesehen, ein Spieler, der gut genug ist, das ganze Niveau der Mannschaft anzuheben. Man hat auch bei Manchester City gesehen, als ein Rodri gefehlt hat, haben sie auf einmal fast die Champions League nicht erreicht, haben Niederlage um Niederlage eingefahren und waren keine wichtige Nummer mehr in Europa. Dazu hat Manchester City ja auch den Elliott geholt für, keine Ahnung wie viel, 100 Trilliarden Euro, wie viel die auch immer zahlen in England. Naja, bin ich auf jeden Fall gespannt, was eure Meinung ist. Ich sage euch meine Meinung nicht mehr, die kennt ihr, die habe ich euch schon 100-mal gesagt. Ja, über einen Spieler, wo ihr meine Meinung auch kennt, da brauche ich mich nicht zu verstecken, ist Arda Güler. Ihr wisst inzwischen, mein absoluter Lieblingsspieler bei Real Madrid. Gestern, als ich das Video gesehen habe, dass er wieder da ist, war eine Riesenfreude in mir. Es macht so einen Spaß, diesen Jungen beim Fußballspielen zuzugucken. Ich lasse jetzt auch, wie ihr seht, das Training im Hintergrund laufen. Der war mit Abstand der auffälligste Spieler. Der ist topfit zurückgekommen. Der hat sich im Sommer fit gehalten, hat man gesehen. Ja, und Real Madrid hat ein kleines Video für seine Rückkehr gemacht, wo die auch ein bisschen übers Training geredet haben. Ja, aus Urheberrechtsgründen muss ich es klein halten, aber im Hintergrund ist das Training groß. Aber naja, hört euch dieses Video an. Gleich geht es natürlich um alles rund um die Weltmeisterschaft. Aber zuerst wollen wir wissen, wie der Arbeitstag unserer Jungs in der Ciudad Real Madrid aussah. Also, Elena Pero, wir schalten wieder zu dir, denn heute gibt es außerdem Neuigkeiten zu Arda Güler. Das ist zweifellos die Nachricht des Tages hier in der Ciudad Real Madrid. So beginnt diese zweite Woche der Saisonvorbereitung für die Mannschaft von Carlo Ancelotti mit der Rückkehr von Arda Güler. Wir haben es letzte Woche angekündigt. Nach und nach werden die Spieler, die an der Weltmeisterschaft teilgenommen haben, dazustoßen. Und der erste war der Türke, der heute früh am Morgen, genau wie seine Teamkollegen vor einer Woche, die obligatorische medizinische Untersuchung absolvierte, bevor er sich Carlo Ancelotti für das erste Training dieser Woche zur Verfügung stellte. Ein Training, das im Inneren der Anlagen mit Arbeit im Fitnessstudio begann, bevor es auf den Rasen von Platz Nummer 3 hier in der Ciudad Real Madrid ging. Aktivierungsübungen und zusammen mit einer Gruppe von Spielern aus unserer Jugendakademie verschiedene Ballbesitzübungen mit besonderer Intensität beim Pressing und auf Kleinfeldtore. Wir haben auch Fußball auf engem Raum und verschiedene Spiele auf verkleinerten Spielfeldern gesehen. An einem Vormittag, an dem die 3 verletzten Spieler, Militao, Mendy und Rodrigo, weitere Fortschritte bei ihrer Genesung machen. Diese Neuigkeit, Arda Güler, beim heutigen Morgentraining, dem bereits 10. Training dieser Vorbereitung, am 7. Arbeitstag unter Carlo Ancelotti in der Ciudad Real Madrid, ein Tag zudem mit einer Doppelschicht. Denn heute Nachmittag werden unsere Jungs hier erneut trainieren. Ja, mit Abstand das Wichtigste am gestrigen Tage. Arda Güler steht wieder auf dem Trainingsgeländer unter einem José Mourinho, der ein großer Fan von Arda Güler sein soll. Und das berichte nicht nur ich, weil ich weiß, dass er in Fenerbahce ihn gerne gehabt hätte, sondern das berichtet unter anderem auch der AS. Lesen wir uns den Artikel zusammen einmal durch. Güler startet den Motor. Der Türke nimmt an Vorbereitungstraining teil, um Mourinho für sich zu gewinnen. Bernardo Silva macht seinen Stammplatz teurer. Valverde und Rüdiger kehren als nächstes zurück. Die WM-Teilnehmer integrieren sich allmählich in Mourinhos Real Madrid-Maschine für die Saison 26/27. Als erster traf Arda Güler in Valdebebas ein, nahm am Montagmorgen am Teamtraining teil und war sofort einsatzbereit. Er beteiligte sich direkt an den Ballberührungen der Mannschaft.
Der talentierte türkische Spieler markierte den Beginn der gestaffelten Rückkehr der Nationalspieler nach ihrem Urlaub. Als nächstes kehren Valverde und Rüdiger in dieser Woche zurück. Güler zählt zu den Spielern, an denen Mourinho das größte Interesse gezeigt hat. Er versuchte, ihn auszuleihen, als er zu Fenerbahce wechselte. Bei einem seiner Gastauftritte in Istanbul trafen sich die beiden und lernten sich kennen. Nun sieht die Sache anders aus. Jetzt werden sie zusammenarbeiten und der portugiesische Trainer hat Pläne mit Arda. Mourinho hat in seinem Notizbuch die Verbindung zwischen Arda und Mbappé, die sich in der letzten Saison entwickelte, deutlich festgehalten. 8 der 14 Torvorlagen, die die Nummer 15 von Real Madrid lieferte, gingen an den französischen Top-Torjäger. Die Chemie stimmt, bereit in Nitroglycerin umgewandelt zu werden. Ja, Nitroglycerin, ein passendes Beispiel. Der Artikel geht noch ein bisschen weiter, könnt ihr euch gerne im Ast durchlesen, aber ihr habt selber gehört, ein José Mourinho ist nicht dumm. Und ein José Mourinho hat letzte Saison natürlich die unglaubliche Chemie gesehen, die Verbindung, die ein Arda Güler mit einem Kylian Mbappé hat. Und das möchte sich ein José Mourinho nicht aus den Händen nehmen lassen. Es wird im Artikel weiter erwähnt, dass natürlich ein Bernardo Silva kommt. Und die Frage ist, wo ein Arda Güler spielen soll. Ob ein José Mourinho ihn auf der Doppel-6 neben ein Tchouaméni stellt, damit er wie bei Xabi Alonso quasi der Dirigent der Mannschaft ist, oder ob er ihn als rechten Flügel setzt, damit er den letzten Pass auf einen Kylian Mbappé spielen kann. Wie gesagt, es sind Fragen über Fragen, aber ihr habt selber gehört, ein José Mourinho hat Pläne mit einem Arda Güler und wie gesagt, ein José Mourinho ist nicht auf den Kopf gefallen, war in Arda Güler schon verliebt, als er nach Fenerbahce gegangen ist, hätte ihn da gerne unter seine Fittiche genommen und jetzt bei Real Madrid hat er endgültig seine Möglichkeit. Ja, und ich persönlich fand auch beim Training, hat man das gestern mitbekommen, er war sehr unterstützend bei jedem Ballkontakt von Arda, man hörte immer wieder von Mourinho, wie ein Arda und was auch immer, also der feuert den da richtig an. Ja, wie gesagt, die beiden scheinen sich zu mögen, vor allem der Portugiese scheint von den fußballerischen Qualitäten des Türken überzeugt sein. Gott sei Dank, mich würde das riesig freuen. Ja, wie gesagt, ich bin auch der Meinung, ich sage immer wieder, du verdienst dir deine Minuten auf dem Platz und sei mal ganz ehrlich, die 3 Jungs, die sich letzte Saison einen Stammplatz für diese Saison verdient haben, sind Thibaut Courtois, Aurelien Tchouaméni und Arda Güler. Und alle anderen müssten meiner Meinung nach erstmal um ihren Platz kämpfen. Naja, zumindest ist das meine Meinung. Aber ich bin gespannt, was eure Meinung ist. Lasst die bitte gerne in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, seid so nett. Liked dieses Video, hypt dieses Video. Wer noch nicht auf Follow geklickt hat, drückt drauf, unterstützt den Kanal ungemein. Wir sind jetzt fast bei 31.000, also wäre toll, wenn du mich unterstützen könntest. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Also, bis dahin. À la Marie!